Ich wollte etwas mehr Luxus, nicht so Plastikboot, und dann habe ich Sunreef Yacht angefangen. Die Solarpaneele habe ich in der Nacht gedreht und das nächste Morgen bin ich in die Werk gekommen und habe das angefangen. Sehr viele prominente Kunden wie Rafael Nadal und Nico Rosberg. Und der letzte ist jetzt. Ja, guten Morgen, lieber Francis. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst in diesem sehr beschäftigten Umfeld von der Cannes Messe 2024 und uns dieses Interview gibst. Danke, Corneli. So, du bist ja im Elsass aufgewachsen und wie haben deine Erfahrungen dort und deine frühen Prägungen deinen Unternehmergeist geprägt? Ja, okay, ich war im Elsass in Mulhouse geboren. Und dann, mein Leben hat angefangen, wenn ich 26 war, war ich nach Saudi-Arabien gearbeitet für 3 Jahre. Und dann bin ich wieder zurück nach Elsass gekommen und dann in 98 bin ich nach Polen gegangen für ein Rallye, Autorallye. Und dann habe ich polnische Leute kennengelernt und haben wir diese erste Geschäfte auch gemacht, Carrefour, Castorama und alles. Und dort ein Ingenieur hat mir an das Boot gebracht mit einem Hobbycat. Ah, okay. Ja. Und dort hat deine Leidenschaft fürs Wasser dann angefangen? Ja, für Wasser. Und dann bin ich nach der ersten Bootmesse nach Paris gegangen und habe ich ein großes 46 Katamaran gekauft. Oh, und dann wow. hat das alles angefangen. Und dann habe ich ein zweites, ein drittes gekauft und für eine Charterkompanie Sunreef Charter anzufangen. Und ich wollte etwas mehr Luxus, nicht so Plastikboot. Und dann habe ich gefragt, diese Werke in Frankreich, können Sie etwas machen mit mehr Holz? Können wir nicht machen. Und dann habe ich Sunreef Yacht angefangen. Und das war in 2002. 2002. Ja, es ist spannend, weil ich wohne ja selber in Basel, bin dort geboren und aufgewachsen und durfte nun, nachdem ihr mich gefragt habt, jetzt auch mitmachen bei der Sunreef-Familie als Händler für Deutschland und die Schweiz. Das freut mich wirklich sehr, deswegen auch wirklich eine große Ehre, dich jetzt so interviewen zu dürfen, weil deine Geschichte ist ja schon unglaublich, wie du als Unternehmer Sunreef aufgebaut hast. Und wie hat sich deine Vision für das Unternehmen und für Sunreef seit der Gründung von Sunreef bis jetzt verändert? Okay, ich denke, ganz in meinem Leben habe ich immer eine Vision gehabt, für das Futur, was in 2, 3 Jahre, 5 Jahre mit dem Solarpanel, das war dasselbe. Ich habe vor 6 Jahren angefangen zu denken, für das elektrische Boot zu machen und jetzt kommen viele Werke nach das elektrische Boot auch wie mir. Und woher bekommst du deine Inspiration dafür? Weiß ich nicht, in der Nacht. Ja? Ja, vielmals in der Nacht. Die Solarpaneele habe ich in der Nacht geträumt und das nächste Morgen bin ich in die Werk gekommen und habe das angefangen zu machen bei myself. Ja. Das heißt, Intuition ist auch sehr wichtig für dich? Ja, so ganz. Super. Ja. Sunreef ist ja bekannt für die nachhaltigen Yachten. Was steckt hinter dieser Innovation und wohin soll das gehen? Weil viele andere bieten das ja auch an. Du warst wirklich der Erste, der das eigentlich aufgebaut hat. Wohin geht diese Reise? Immer größer. Immer größer. Immer größer, ja. Und das ist nicht nur meine Idee, dass unsere Kunden fragen immer etwas Größeres zu haben. Ich habe Kunden, sie haben mit 60 Fuß angefangen, jetzt kommen sie mit den 100. Ja. Und jetzt haben wir Fragen für 140, wir haben 340 verkauft. Ja. Also es soll immer größer, immer weitergehen. Und das ist ja eigentlich auch der normale menschliche Drang. Es soll immer noch etwas mehr, man möchte sich weiterentwickeln, man möchte noch mehr forschen. Das ist ja auch der Unternehmergeist oder der Pionier. Und wie siehst du dich selber als Pionier? Ich meine, du hast ja wirklich schon herausragende Leistungen vollbracht. Wie siehst du dich selber darin? Das ist schwierig von mir zu sprechen. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt 66 Jahre alt. Ich will das weitermachen, noch 10, 50 Jahre. Ja. Und das mache ich schon gern, aber schwierig zu sagen.
klar. Und die nächste Generation ist ja auch schon wirklich lange dabei mit Nicolas, deinem Sohn. Ja, und Patrick auch in Ras Al Khaimah. Ja. Er ist der Manager auf die ja. Fabrik in Ras Al Khaimah, die Shipyard. Ja. Und wie machen Sie es? Bist du stolz auf sie oder musst du jeden Tag? Nein, muss man jeden Tag ein bisschen stupfen, ja. Ja, klar. Ja, aber klar. das kommt schon schön und Nicolas hilft mir viel für die großen Boote Ja, auch. ja. Und er ist auch viel engagiert auf die Technologie, neue Technologie. Jetzt kommen wir auch mit dem Hydrogen Ja. langsam. Ja. Und wie lange, was ist die Zeitlinie da, bis das implementiert wird mit dem Wasserstoff, mit dem Hydrogen? Ich denke, nächstes Jahr werden wir das erste Boot haben. Okay. Ja, 80er Sailing. Und kannst du da schon was zu sagen? Ist es zum Beispiel mit EODEF Zelle oder kannst du noch nichts? Ja. Okay. Nicolas weiß das besser. Ja, alles klar. Ja, und Sunwif hat ja auch sehr viele prominente Kunden wie Rafael Nadal und Nico Rosberg. Alonso, genau. Ja. Und der letzte ist jetzt. Wow, gratuliere. Wie gehst du mit diesen Kunden um und wie findest du die auch und wie inspirieren die dich? Das ist anders, sie finden uns. Sie finden euch, ja. Ja, Rafael war in Cambogia. Ja. Das erste Treffen war in Cambogia, er suchte ein Boot. Das erste Jahr hat er eine große Tour gemacht und das zweite Jahr war er nur noch bei Sunwif gekommen. Ja, und Nico Rosberg habe ich Keke Rosberg kennenlernen und dann, das war automatisch. Ja. Er suchte ein schönes Katamaran, das findest du nur bei Sunwif. Ja, das stimmt. Ja. Und wie gehst du mit diesen Persönlichkeiten um? Was für Werte sehen die bei Sunwif? Okay, für Marketing ist das schon gut, aber das sind normale Menschen, dann wie normale Kunden. Ja, und sie suchen einfach ein gutes Boot und das kann Sunwif liefern. Ja, und von den schönen Seiten gibt es natürlich auch als Unternehmer viele Herausforderungen. Zum Beispiel 2011 gab es ja einen großen Brand in einem der Werke. Wie hast du das gemanagt in dieser Krise und wieder aufgebaut? Weil das braucht ja schon sehr viel Stärke dann auch. Okay, das war 2012. 2012, ja. Die Kunden haben mich geholfen. Ja. Vorbezahlt und alles. Das war schwierige Zeit, aber auch eine gute Zeit. Weil du gemerkt hast, wie viel Unterstützung du bekommen hast. Mit dem Stress zu steuern. Ja. Und wie gehst du mit Stress um? Was hast du da entwickelt für dich? Da habe ich nicht zu viel Stress. Ja. Wenn ich jung war, habe ich schon mehr. Das kann ich schon gut ausbalancieren. Ja. Und du hast ja in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet, mit verschiedenen Kulturen. Wie hat das deine Erfahrung geprägt als Unternehmer? Was hast du davon gelernt? Ich denke, das ist die beste Schule für das Mensch. Reisen und different Kulturen zu lernen. Und dann hast du ich denke, meine Vision für die Futur ist, das war mit Saudi-Arabien gekommen in 86. Das war in Saudi war in dieser Zeit nichts. Habe ich viel gelernt. Ich denke, Saudi-Arabien war meine beste Schule diese Zeit. Einfach auch die unterschiedlichen Kulturen und die Einflüsse. Ja. Welche Trends, Sunwif ist ein führendes Unternehmen in der Yachtbranche. Welche großen Trends siehst du kommen und welche davon möchtest du auch bei Sunwif umsetzen? Schwierige Fragen. Das kommt bei mir selbst, was ich vorher gesagt habe, in den Arzt vielmals. Das kam mit einem Dream an. Jetzt haben wir vor 2 Jahren die neue Linie Ultima angefangen. Das ist auch ein neues Trend und das hat viel Success. Und was war die Inspiration dafür? Kunden vom Monohull zu dem Katamaran bringen. Was kann man machen für den Kunden? Wegen Katamaran ist schon etwas Größeres, viel breit. Für einen 80er hast du 13 Meter, das ist ein Monohull, dasselbe Länge, hast du noch 6 Meter. Wie kann man den Kunden vom Monohull nach Katamaran? Wegen das haben wir Ultima angefangen. Und das ist ein bisschen zwischen Klassik, Katamaran und Monohull. Und ich denke, der Kunde vom Ultima in 2, 3, 4 Jahren kommt er nach dem Klassik
für mich ist nur ein Sprung zwischen einem Monohull zu einem Katamaran. Ja, sehr schlau. Ja. Und davon habt ihr ja auch schon 40 Stück mehr, verkauft, oder? 45. 45 schon verkauft, ja. Und wann werden die ersten ausgeliefert? Ende Jahr. Ende 24 werden die ersten ausgeliefert. Und wann sehen wir die auf der Messe? Wann können wir sie anschauen? Nächstes Jahr. In Cannes, In Cannes 25. Ja, da bin ich schon sehr gespannt darauf. Ein bisschen mehr von privater Seite. Da hast du eine große Liebe zum Rennsport. Erzähl uns mehr darüber. Wieso der Rennsport? Okay, das ist schon eine lange. Ich habe ich denke, in den Jahren 80 angefangen, Auto zu fahren in der Wüste. Und ich bin ein paar Mal nach Paris-Dakar gefahren, nach Afrika, Korea, Optik 2000 in Marokko, in Tunesien und auch viel Enduro. Ja. Und das mache ich noch immer gern. Ja. Segeln und Autofahren. Segeln und Autofahren, ja. Weil es einfach eine Herausforderung ist auch, weil Dakar ist ja schon auch Stress, oder? Ja, Dakar ist Stress. Aber es soll die Navigation wie ein Boot ungefähr. Ja, okay. Musst du gut in Navigation sein und das mache ich schon gern. Ja, das glaube ich. Ja. Spannend. Ja, du leitest ja wirklich ein großes Unternehmen. Erzähl uns ein bisschen über die Kennzahlen deines Unternehmens. Wie viele Mitarbeiter? Kannst du etwas zum Umsatz sagen? Wie viele Schiffe baut ihr? In Polen haben wir ungefähr 2400 Mitarbeiter. In Dubai in Ras Al Khaimah haben wir ungefähr näher 400. Ja. Und, also knapp 3000 Mitarbeiter. Ja, ungefähr, ja. Und in Ras Al Khaimah bis nächstes Jahr Februar gehen wir zu 600. Wow. Wegen die Ultima Line, das hat einen großen Success. Und in Polen bauen wir ungefähr 45 Boote. Ja. Von 70, 80, 100 und 140 haben wir 3 Unterbau. Und in Ras Al Khaimah, okay, wir haben diese 45 Boote zu bauen in den nächsten Jahr. Ja, da habt ihr genügend zu tun. Ja, und ich meine, du als Unternehmer siehst du ja immer wieder neue Herausforderungen und dieses internationale Netzwerk auch, das du bespielen musst. Wie gehst du mit deinem Privatleben um? Wie wechselst du zwischen Privatem und Unternehmer? Das ist schon schwierig. Ja. Aber ich bin froh, weil meine Frau arbeitet mit mir und dann sind wir immer zusammen. Die Reisen auch machen wir zusammen und das ist schon gut. Ja. Und somit könnt ihr dann die Zeit verbringen, natürlich. Bist du nie zu Hause. Ja. Und im Laufe deiner Unternehmerkarriere, was war deine größte Inspiration? Gibt es da bestimmte Menschen oder Gedanken oder Konzepte, wo du sagst, das hat dich am meisten inspiriert? Okay, Menschen gibt es immer. Ja. Viele Kunden. Ja. Der erste Kunde war vom Belgium. Er hat mir das erste Boot gekauft, den 74er. Cool, ja. Aber dann hat er auch das zweite Boot bestellt, das 114, der Che. Das war mein erster Kunde von Sunweb. Wow. Er hat mich schon viel inspiriert. Er hat auch eine große Werk in Belgien, in Bruxelles, Anvers. Und viele Kunden. Ja, das ist auch wirklich für mich, muss ich sagen, einer der Gründe, wieso ich sehr, sehr gerne in der Yachtindustrie arbeite, weil man so viele Menschen, erfolgreiche Menschen kennenlernt und auch viel Inspiration davon ziehen kann. Ja, absolut. Neben diesen unglaublichen Errungenschaften bei Sunreef als Unternehmer gibt es noch andere Leistungen, wo du besonders stolz drauf bist, zum Beispiel bei dem Rallye-Fahren oder beim Segeln oder einfach außerhalb von Sunreef. Okay, ich bin in großer Kante, ich komme vom Elsass, was ich gesagt habe am Anfang. Ich stolz nicht. Das Leben ist, ich denke, ich arbeite gern. Ja. Und dann, was ich mache, das ist alles natural. Ja. Was ich gerne mache, jetzt jedes Jahr gehe ich in die Montagne, Hiking machen und das mache ich schon gern. Aber ich bin nicht stolz, ich bin stolz,
wir haben viel Success, aber Ja. im Großen und Ganzen weißt du nicht, wie das weitergeht. Ja, ja. Und dann musst du immer modest bleiben Ja, im Leben. immer bescheiden, ja. Und das heißt also, die Berge geben dir auch viel Energie zurück, oder die Ja, Stille. ja, Und ja, die natürlich Stille, nach so einer Messe Ja. ist es auch angenehm, wirklich mal zu sich zu kommen. Ja, Oder am Boot zu Ja. sein, das ist eine schöne Zeit. ja natürlich. Ja, und du als erfolgreicher Unternehmer jetzt zum Schluss von diesem Interview, was würdest du einem jungen Unternehmer, Unternehmerin mitgeben? Woran soll man glauben? Was sind die wichtigsten Lektionen, was man umsetzen soll? Das erste, ein Ziel zu haben. Ein Ziel zu haben Ja, und arbeiten. und arbeiten, ja. Es geht nicht ohne Arbeit. Ohne Arbeit geht das nicht. Ja. Immer mit der Mitarbeiter, näher zu den Mitarbeitern zu Ja. sein. Ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und was bedeutet Kultur für dich mit den Mitarbeitern? Wie motivierst du wir sind deine... ein bisschen mehr Familienfirma und ich bin so ganz nah von meinen Mitarbeitern. Ja, du kennst sie alle und ja. Sie kommen zu mir in mein Office zu sprechen, Privatprobleme auch. Und dann ist es ein gutes Team zusammen. Gutes Team, ja, super. Das muss sein, gute Atmosphäre, aber immer arbeiten. Und noch eine Frage wieder zu den Yachten. Wo positionierst du die Superyacht-Linie von Sunreef? Was sind da deine Pläne? Ja, okay. Am Anfang, das war mehr ein Dream, aber heute kommt das natürlich, weil die Kunden kommen zu uns und fragen für etwas Größeres. Ja. Und dann machen wir ein Projekt etwas Größeres und dann verkaufen wir das und dann kommt wieder ein anderer Kunde, noch ein bisschen größer. Und das ist natürlich nach Sunreef gekommen. Ja. Und ich bin auch stolz dafür, was wir immer größer machen. Ja. Jetzt sind wir in Cannes mit einem 100er. Ja. Vor 20 Jahre vorher waren wir ein 74er. Ja. Und das kommt immer größer. Und wie siehst du die Ansprüche der Kunden, dass die sich wandeln? Weil ich glaube, jetzt sehen wir ganz stark, dass die Nachfrage nach den Eco-Yachten wirklich sehr stark am Steigen ist, Ja. oder? Weil das Bewusstsein sich einfach auch verändert, oder? Okay, Eco-Boot und wenn du in Ferien bist, ein Boot, willst du kein Generator, ein Aggregat 24 Stunden am Boot haben, willst du still sein, das Wasser schön und alles. Und mit einem Eco-Boot, das ist ganz anderes. Wenn du einmal ein Eco-Boot gekauft hast, kommst du nicht mehr nach Diesel zurück. Ja, Das ist sicher. Weil es ein ganz anderer Komfort. Das ist eigentlich wie Segeln ohne Segel, oder? Es ist mit dieser Stille. Nicht still. Ja. Und darf man das schon sagen, dass ja bald auch schon wirklich in der Batterietechnologie wirklich neue aber Sachen das zur ist Anwendung mein kommen? Sohn arbeitet darüber, Ja. Und das kommt auch das nächste Jahr an. Kommen viele Innovationen auch, ja. Wir haben jetzt auch die zweite Generation auf Sunreef Solarpanel Ja. und das machen wir auch in-house. Dieses Solarpanel, das ist bei uns Unglaublich, gebaut, ja. Also ich muss wirklich ein Kompliment machen, wie groß diese Innovationskraft auch ist, die ihr da aufbaut und dank deiner Inspiration. Also Francis, nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das Interview. Ich freue mich jetzt Teil dieser Sunreef-Familie zu sein und freue mich auch auf die Zukunft. Toll, danke dir. Danke. Dann machen wir das. We speak yachting. Let's talk.